Podcast bei Hamid TaylorMade. Los geht's! So, herzlich willkommen. Eine neue Folge Podcast bei Hamid. Und jetzt wird es echt lustig. Es wird jetzt echt lustig. Es ist auch schon ein bisschen dunkel. Ich hoffe, ihr könnt uns richtig sehen. Wir haben hier Beleuchtung reingebaut und so weiter. Aber das Wichtigste ist ja, dass ihr uns hört. Und es wird extremst lustig jetzt. Ich kann euch gar nicht beschreiben, ich sehe ihn schon da gehen, wie der schon alleine geht. Es ist krass. Dieser Typ ist einfach nur krass. Und ich bin so froh, dass er bei uns mitmacht, weil wir... Der ist so verrückt. Ciao, lieber. So, der ist so verrückt, der Junge. Und ich bin so froh, dass er bei uns mitmacht, weil jetzt kriegen wir mal was auf unser Podcast, was eine völlig andere... Also völlig anders ist. Der Typ ist irgendwas zwischen verrückt, aber positiv gemeint. Ich kann es euch nicht beschreiben. Da ist er. Live für uns. Ne? What the hell? Alles fit? Ja, bei dir. Oh mein Gott, wieso hast du ein Cappy auf? Alter, wir sind ja hier in der Flutbeleuchtung. Ja, das ist wahr. Ja, muss er. Es ist schon dunkel. Willkommen im Winter. Ja, Hamid, geil, dass du da bist. Ja, danke, dass du mitmachst. Ja, natürlich ist Das das ist echt selbstverständlich. krass. Das ist echt krass. Ich habe ja... Können wir hier links? Ja, Ja, ne? klar. Okay. Weil hier in Stuttgart ist ja immer so ein bisschen... Ja, wie in jeder anderen Stadt, einfach scheiße, ne? Ja, was definierst du unter Scheiße? Ja, einfach Verkehr ist einfach kacke, ne? Okay, aber hier bei euch ist es ja extremst. Das habe ich ja schon mit Sascha besprochen gehabt. Es ist extrem hier, weil alles ist nur 30 und 40. Schlimmer als München? Ja, München wird immer schlimmer inzwischen. München hat kein 40, München geht direkt auf 30. Ja, okay. Okay? Es sind Straßen, die jahrelang auf 50 waren, die sind jetzt auf 30. Wenn du das nicht checkst und 55 fährst, bist du 4 Wochen deinen Lappen los. Wollen wir uns jetzt darüber aufregen, dass hier wirklich langsam autotechnisch es einfach ungenießbar wird, in der Stadt Auto zu fahren? Ja, Wollen wir das Thema aufmachen? aber hast du keinen Spaß mehr am Autofahren? Ey, ich muss echt sagen, also ich bin wirklich so von Grund auf, eigentlich als ich jugendlich war ich immer ein krasser Autofan. Ne? Ja. Und wenn man so vergleicht mit früher, so wie einem die Freiheiten genommen werden mit dem Autofahren. Ich meine, klar, es hat teilweise auch wirklich seine Berechtigung, ne, zur Sicherheit und Co., alles schön und gut. Aber teilweise wird auch wirklich übertrieben mit den ganzen Regulatorien bezüglich Tempo und auch bezüglich Sound und Co. Deswegen, ich bin da ein bisschen traurig drüber, aber ja. So seriös kenne ich dich gar nicht. Ja, Hamid, ich probiere mich jetzt hier natürlich bei dir möglichst seriös zu geben, weil ich weiß, bei dir schauen viele Geschäftsmänner zu, ne? Natürlich hier, ich bin ein gemachter Mann, ne? Spaß beiseite! Oh, warte mal, wie sind wir? Ach so, ist grün. Ja, geht. kannst hier ruhig den Gegenverkehr, ist kein Problem. Scheiß drauf. Auto Du bist ja gehört da? nicht dir, ne? Nein, Versichert das. genau. Ja, aber ich finde ja das so cool. Wir haben uns jetzt schon öfter gesehen und ich kenne dich in 4, 5 verschiedene Facetten. Ich kenne dich als den crazy. Wenn ich mir deine Beiträge anschaue, muss ich mich Schrott lachen. Aber du kannst auch mega ernst sein. Musst du dich wirklich Schrott lachen? Ja. Okay, das Ich habe freut mich. das erste Mal bei allem Respekt erkannte ich dich gar nicht. Das schickt mir auf einmal, weiß ich nicht, kriege ich gefühlt Dieses eine Video, ne? 500 Instagram-Nachrichten. Hey Hamid, du bist bei Inscope auf der Seite. Ich so, hä? Und dann gucke ich rein, wie du mir nachgemacht hast, meine Verhandlung nachgemacht hast. Das ist so, ich konnte nicht mehr vor Lachen. Ich konnte nicht mehr. Ich weiß, ja, ich hab mir wirklich, glaube ich, jedes deiner Videos reingezogen, ne, zu allen möglichen Autoverhandlungssituationen. Und du hast da wirklich ein krasses Konzept, was du durchziehst. Aber positiv oder negativ? Voll geil. Also ich feiere das, ne? Ja. Viele finden es vielleicht auch so ein bisschen so lustig oder lächerlich, wenn du da so am Verhandeln bist, aber ich finde es ultra geil. Ich finde es richtig unterhaltsam, ehrlich. Ich gucke mir die Videos da echt brutal gerne an. Wie viele Videos machst du so im Monat? Es kommt immer darauf an, wie ich drauf bin. Im Idealfall so 8 Stück, Ah, okay. aber zurzeit eher so 2. Ja, kommt drauf Weil du an. keine Zeit hast oder weil du keine Lust hast? Ich würde eher sagen, weil halt so viel los ist gerade zur Zeit. Okay. Mit den ganzen anderen Sachen, die man so drumherum noch macht. Und dann kommt der Content manchmal ein bisschen zu kurz, was ich auch schade finde. Aber also ist halt, ich bin ja jetzt auch schon seit über 13 Jahren im YouTube-Business. Und da ist halt manchmal kommt mehr, manchmal kommt weniger. Was hat sich für dich, also du wirst da 13 Jahre, warst ja angefangen, wo es relativ frisch war mit YouTube. Ja, auf jeden Fall. Wie bist du überhaupt drauf gekommen? Ey, ich habe damals, Call of Duty kennst du? Ja, klar. Also das Spiel meinst du? Ja, genau. Genau. Damals habe ich einfach so gesagt, ey,
ich zock das gerne und ich habe so gesehen, es gibt Leute, die machen so Commentaries darüber. Mhm. Und da habe ich einfach gedacht, ey, voll lustig. Ich wollte sowieso schon immer mal was mit Video machen und so. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich leg mal los und mach da mal das ein oder andere Commentary. Wie alt warst du da? Da war ich 15 Ja. und es war wirklich so eine Zeit, ungelogen, da war so der krasseste in dem Bereich, hatte so seine 100 Abos. Okay. Und dann war es so, ich habe so in den Sommerferien, das weiß ich noch, da hatte man noch kein Internet so, ich war in so einem Internetcafé, ich aktualisiere so die Abonnenten, dann war so von 47 auf 53. Okay. Und ich so, 6 neue Leute haben abonniert! Okay. Das war so richtig krass, ne? Also das war noch eine ganz andere Zeit, aber ja, so hat es damals angefangen. Aber erzähl mal richtig, dann bist du losgegangen, hast du eine Kamera gekauft oder wie? Oder du musstest ja Equipment haben, um das aufzunehmen. Es war ohne Kamera. Ohne Kamera? Also nur das Gameplay und halt Stimme. Ach so, du hast gespielt und Ja. hast das kommentiert? Genau. Ah, okay, da bin ich komplett. Das war so eine ganz andere Zeit damals am Anfang. Das war auch die ersten 2 Jahre oder so, habe ich nie was mit Kamera gemacht, also mit Face-Kamera. Mhm. Und dann irgendwann kam so der Moment, wo man so dachte, ey, man kann sich auch mal vor die Cam setzen, mal Ja. so den Leuten zeigen, wie man aussieht und so, ne? Ja. Und das ging dann erst so nach so 2 Jahren oder so los, wo ich das erste Video mal vor Cam gedreht habe. Mhm. Das waren wilde Zeiten. Wie meinst du wild? Naja, ich meine, wenn du jetzt mal mit heute vergleichst, ne? Ja. So, auf der einen Seite voll geil, ne? Weil so jemand zum Beispiel auch wie du, ne? Mhm. Du hast so deinen eigenen YouTube-Channel, du hast so deine Passion mit Autos. Leute so wie ich, die auch Autos nice finden, können bei dir übelst den nicen Content gucken. Mhm. Das ist voll die krasse Sache. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so, das ist alles so unglaublich groß geworden, teilweise auch kommerziell, ne? Früher hat sich das noch so... Es war wie so ein ganz enger Kreis von Leuten, die halt so wussten, ey, auf YouTube kann man sich so andere Leute angucken, wie sie so Videospiele kommentieren, weißt du? Ja. Das war wirklich so eine ganz, ganz kleine Community. Würdest du dich als Nerd bezeichnen? Würde ich schon sagen, das war damals so eine nerdige Community, ja. Okay. Ja, okay. das auf jeden Fall. Mhm. Und deswegen, ja klar, hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich finde es natürlich auch schön, dass man daraus sein Geschäft so aufziehen konnte. Mhm. Aber wenn du jetzt mal die letzten 10, 15 Jahre anguckst, wie sich das Internet und so entwickelt hat, ist schon krass. Ja, klar. Wie würdest du es jetzt vergleichen? YouTube vor 13 Jahren und jetzt? Komplett andere Welten. Also zumindest aus meiner Perspektive. Ne? Es gab damals auch schon Leute, die waren groß. Aber wenn du dir mal heute anguckst, also so, ich nehme mal so das krasseste Maß aller Dinge, der Mr. Beast, so mit, keine Ahnung, Video 50 Millionen Views. Und zu der damaligen Zeit war das so, ach, man kann auch mit YouTube so Videos hochladen und Geld verdienen. Ah, okay. So, das ist halt so, das ist einfach eine ganz andere Zeit. Okay. Wann hast du zuerst mal so einen fetten Vertrag oder Werbedeal bekommen? Wie alt warst du da? Das war kein Werbedeal, das war so ein Typ, der Ja. hat, ich habe den geshoutoutet einfach nur, ne? Ja. Und er hat mir dafür 300 hast du Euro, also einen Shoutout gegeben. Shoutout. Also einfach ihn sozusagen verlinkt bei mir im Video. Hab gesagt, schaut bei dem vorbei. Ach so. Und dafür hat er mir 300 Euro gegeben. Und ich habe damals Zeitung ausgetragen, ne? Wahnsinn. So 8 Euro die Stunde verdient oder so. Ja. Und dann war ich so, Alter, 300 Euro, scheiße, Mann. Und ich habe schon damals immer so ein leichtes Fable für Markenklamotten gehabt. Ja, Ne? ja. Dann habe ich mir direkt meine Diesel-Jeans gekauft. Okay, Ne? okay. Nee, das stimmt gar nicht. Da habe ich mir meinen ersten Gucci-Gürtel gekauft. Ah, okay. Ja, das war immer mein okay. Traum. Okay. Den habe ich mir dann verwirklicht. Das Krass. war ein krasses Erlebnis. Krass. Hat dich das dann angefixt? Du meinst das Geld verdienen? Ja, klar. Nee, weil das war relativ schnell klar, dass es halt keine regelmäßige Einnahme ist, weil das war halt so ein einmaliges Ding, ne? Und das war halt so mein erster Berührungspunkt mit so mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Und es hat sich dann erst so über die Zeit ergeben, als man dann auch weitergemacht hat, dass da wirklich die ersten festen Deals zustande gekommen sind, wo ich dann auch gemerkt habe, gut, da kann man auf jeden Fall mehr verdienen. Ich hatte damals ich weiß nicht, soll ich das alles erzählen? Ja, klar. Ja? Was du erzählen möchtest. Ich hatte damals in der Schule, ich war ein unfassbar schlechter Schüler, aber ich wusste schon immer so, ich will irgendwie mehr rausholen bei mir in meinem Leben. Ja. Ich will nicht ins Angestelltenverhältnis, ich will irgendwie mein eigenes Ding machen. Und ich hatte halt wirklich das große Glück, dass ich so meine Passion, so Videos drehen und so, dieses ganze Zeug schon mit relativ jungen Jahren halt gefunden habe. Und als ich in der Schule war, habe ich dann auch echt schon die Möglichkeit gehabt, so meine paar tausend Euro im Monat zu verdienen. Und dann habe ich die Schule auch geschmissen. Ah, okay. Was hast du für einen Abschluss? Fachhochschulreife. Fachhochschulreife. Ja. Da hast du ja auch deinen Kumpel Sascha kennengelernt. Da habe ich ihn kennengelernt. Ja. Es war eine krasse Zeit. Ey, krass, man, dass ich einfach jetzt gerade so diese Flashbacks dran habe. Krass, krass. Es war wirklich. Aber wie war das? Warst du da schon berühmt? Warst du in der Schule schon berühmt? Gar nicht, gar nicht. Das war so, ich hatte zu dem Zeitpunkt sogar schon 100.000 Abonnenten. Okay. Das war so, habe ich ungefähr so 3, 4 Jahre habe ich zu dem Zeitpunkt gemacht, glaube ich.
Und dann irgendwann, das weiß ich noch ganz genau, da war ich beim Hauptbahnhof, bin gerade in die Schule gefahren, plötzlich kommt jemand zu mir und sagt so, ey, was geht ab, können wir ein Foto machen? Okay. Ich so, was? Foto machen? Warum Foto machen? Ich habe erst gar nicht gecheckt, was er von mir will. Ne? Und er sagt, Wie alt guck warst du mal, da? Da müsste ich, keine Ahnung, so 17 gewesen sein oder so. Ah, okay, cool. Okay. Ja, sowas um den Dreh müsste es gewesen sein. Okay. Und dann, ich sag, was geht ab? Und dann hat er einfach so gesagt, ja, guck mal die Videos, wir wollen ein Foto machen. Und da dachte ich so, krass. Ziehen sich so wirklich Leute in Real rein. Ja. Weil damals war es ja wirklich nur so dieses Zahlending. Klar. Und dann hast du so realisiert, okay, da gibt es wirklich Leute, die sich das reinziehen. Was haben deine Eltern zu deinen Plänen gesagt oder zu deinem Werdegang gesagt? Also meine Eltern, die waren eigentlich immer grundsätzlich so, bei allem, was ich gemacht habe, standen die hinter mir. Okay. Die wollten halt grundsätzlich, ne, der Klassiker, mach deine Schule, Klar. mach irgendwas, womit du dich absicherst so, aber verwirkliche so deine Träume. Natürlich nicht drauf gehört, meine Schule nicht so richtig fertig gemacht. Ich hätte eigentlich Abi machen sollen dann, ne? Aber ja, ich war irgendwann dann so da drin und habe da auch wirklich so mein Geld mit verdienen können, dass dann für mich klar war, gut, ich mache das jetzt weiter. Okay. Jetzt wir waren ja zusammen in München unterwegs. Du wirst ja sehr oft erkannt. Das ist Wahnsinn. Aber du bist immer höflich. Fast immer höflich. Ja, ich probiere immer eigentlich, also es gibt natürlich Leute, die werden noch wesentlich öfter erkannt, ne? Die können gar nicht mehr auf die Straße gehen. Ich denke mir immer so, jemand, der zu mir kommt auf der Straße, okay, der kann sich nicht immer in mich reinversetzen und genau wissen, was bei mir gerade abgeht. Deswegen sind viele Leute, die kommen einfach her und fragen halt plump nach einem Foto. Ne? Kann ich aus der Perspektive verstehen. Aber ich denke mir immer so, okay, ich habe einen Berührungspunkt jetzt mit dem, okay, im echten Leben. Der wird diesen Berührungspunkt wahrscheinlich für immer mit mir verbinden. Und wenn ich in dem Moment so ein Wichser bin und so auf den Scheiße oder halt unfreundlich bin, dann wird er für immer so im Kopf dieses Bild von mir haben, so, ja, der war da kacke zu mir, ne? Klar, es gibt Situationen, da ist es scheiße, wenn Leute kommen beim Essen oder wenn man wirklich irgendwie einen intimen Moment hat oder sowas, passt es einfach nicht. Aber ich denke mir immer so, wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt für diesen einen Moment, das dauert ja eine Minute, für diesen Moment einfach der Person ein geiles Gefühl zu geben, so, dann hat sich das auch also gelohnt, weißt du, was ich meine? Vor allem die Leute, die einen supporten, das ist ja auch bei dir so, voll viele Leute schauen deine Videos, supporten das, was du machst, du hast dadurch die Möglichkeit, deinen Beruf auszuüben. Klar. Die ermöglichen dir das auch im Endeffekt und deswegen finde ich, da kann man das zurückgeben. Klar. Aber du hast dich extremst entwickelt, auch vom Typ her, von Person. Wenn man die Bilder anschaut von dir von vor 5 Jahren und jetzt, du bist ja 180 Grad anders. Du bist ja, was heißt 180? Du bist ja ein komplett anderer Typ geworden. Meinst du jetzt optisch? Ja, optisch, ja klar. Ey, ich change mich immer optisch. Ja? Ich kann auch so frisurentechnisch, ich kann da nicht so auf einer Frisur stehen bleiben. Ich muss immer, guck mal, jetzt ist zum Beispiel gerade diese Phase, okay? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch mal den mache, meine Haare sind brutal lang, ja? Genau. Du bist echt crazy, Ich Mann. brauche diese Veränderung, weißt du? Ja. Deswegen, ja, ich denke mal, bald werde ich mir wieder eine Glatze machen. Echt jetzt? Nein. Das ist ein Boxerschnitt halt. Da bin ich mal echt gespannt. Aber das werden wir dann natürlich auch medial alles mitbekommen, ne? Ja, hoffentlich. Ist eigentlich immer eine Kamera bei dir dabei? Ich habe heute auch meine Cam wieder mit dabei, ja, aber ich habe sie vorhin zum Beispiel wieder nicht rausgeholt. Das sind so die Momente, da fuck ich mich selber ab, Ja. weil ich so denke, ich habe doch gerade eine geile Situation, du bist da, Sascha ist da, Ja. ich könnte kurz was vloggen, Ja. aber dann bin ich immer so, ja, ihr filmt jetzt, was soll ich jetzt machen und so. Man muss schon so dranbleiben, Ja. um dann wirklich auch halt diesen regelmäßigen Output zu haben. Da muss man sich auch immer wieder selbst kritisieren und sich zusammenreißen so. Aber ja, ich probiere so gut wie es geht die Cam mitzunehmen immer, ne? Wenn du jetzt zur Bank gehst und einen Kredit haben möchtest Ja. und da müsstest du Berufsangabe angeben, was würdest du angeben? Naja, ich würde halt meine Berufsangabe angeben, die ich halt wirklich ausübe. Ich habe in meiner GmbH eine Festanstellung. Ah, okay. Also ich bin dort Creative Director von unserer Brand sozusagen. Beziehe da auch mein Gehalt. Also dementsprechend kann ich schon legitim darlegen, was für eine Berufsausübung ich habe. Aber YouTuber würdest du jetzt nicht bin, ne? Oder Creator oder irgendwas? Naja, ich würde mich halt in dem Sinne als Teilhaber unserer Firma mit, also dann würde ich halt da mit dazu schreiben. Und dann ist es halt allübergreifend keine Ahnung, im Social Media Marketing Bereich ist man dann da tätig. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hingehe und habe nun ein Einzelunternehmen und sage dann, jo, ich bin YouTuber und habe kein gefestigtes Einkommen, dann stehst du halt bei der Bank auch nicht gut da. Das stimmt. Ja. Aber wird das nicht inzwischen schon anerkannt, gerade bei einem Menschen wie du, der so viel Reichweite hat, der so viele, du hast bei Instagram
wie viel? Circa 2 Millionen? Ja, 2 Millionen. 2 Millionen Follower. 2 Millionen. Das ist fast die komplette Einwohnerzahl in Luxemburg. Aber das interessiert ja die Bank nicht. Nein, aber nein, das interessiert die Bank nicht. Aber dadurch hast du ja auch gute Werbeverträge. Was heißt Werbeverträge? Placementverträge. Ja, die sind halt immer befristet, ne? Teilweise, keine Ahnung, 6 oder 12 Monate. Und das ist ja jetzt, sag ich mal, also die Banken suchen ja nur nach Sicherheiten. Stimmt. Und wenn du jetzt einen 6-monatigen Laufzeitvertrag hast, dann hast du halt über den Zeitraum Einkommen X. Mich würde jetzt interessieren, worauf ich hinaus möchte. Du möchtest jetzt ein Haus kaufen und gehst zur Bank und sagst jetzt das, was du tatsächlich machst. Würdest du darüber eine Baufinanzierung bekommen, ja oder nein? In meiner aktuellen Situation, ich gehe mal davon aus, dass ich das bekommen würde, ja. Okay, aber weil du in einer GmbH fest angestellt bist und dort Gehalt beziehst. Aber wenn du jetzt nur deinen YouTube-Channel hättest? Als Einzelunternehmen meinst du? Ja, genau. Ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist, aber nur unter gewissen Voraussetzungen, dass du halt, keine Ahnung, zum Beispiel wesentlich mehr anzahlst. Sicherheit. Oder dass die noch andere Sicherheiten nehmen. Ja. Okay. Ja, und jetzt hast du dich so entwickelt, dass du dein Brand rausgebracht hast. Und da würde ich mal gerne über den Namen mit dir sprechen wollen. Wie kommst du, dein Brand heißt, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Olakala. 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 Kommt aus dem Griechischen. Okay. Heißt so wie alles gut, alles klar. Ah, okay. Ist auch im Übrigen die Herkunft von dem Wort okay. Ah. Also deswegen sagt man okay, alles klar, Olakala. Das kommt sozusagen davon. Und ich habe die Brand gegründet vor guten 5 Jahren. Da haben wir davor noch Merchandise gemacht. Und haben dann gesagt, wir wollen Richtung Mode einfach gehen. Klamotten, die man auch sozusagen unabhängig von uns als Person tragen kann. Also heute, was du anhast, ist alles von deiner eigenen Marke? Ja, genau. Ich trage eigentlich fast nur noch meine eigene Marke. Und da haben wir einfach gesagt, ey, in den Bereich, wo wir reingehen, weil wir auch immer irgendwie, ich hatte schon immer diese Verbindung zum Thema Klamotten. Ich fand es schon immer interessant. Und ich hatte schon auch immer Bock, irgendwie da was Geiles zu machen. Und unser Ethos war sozusagen zu sagen, ey, wir wollen eine hochwertige, qualitative Klamotte machen für einen affordable Price. Das heißt also, bei uns findet man immer so eine wirklich gute Qualität zu einem aber noch Preis, der wirklich im Rahmen ist für das, was man bekommt am Ende des Tages. Ja, und das Konzept fahren wir jetzt seit mehreren Jahren. Wir sind echt gut was gerade am Aufbauen. Die Brand entwickelt sich wirklich gut, ist gut am Wachsen. Man hat natürlich auch den ein oder anderen Struggle, den man mitnimmt. Ne? Klar. Gerade jetzt in der Zeit, wo es wirtschaftlich nicht so gut aussieht, ist es natürlich nicht einfach. Aber wir ziehen weiter durch. Am Ende des Tages ist es ein Marathon, Klar. der läuft. Klar. Und wie kann ich das verstehen? Bist du selber dabei? Designst du selber mit? Den Designprozess, also wir haben einen Designer, beziehungsweise sogar mehrere Designer, die für uns Vorschläge machen. Ich gebe manchmal Inputs mit rein oder natürlich beim Entscheidungsprozess bin ich maßgeblich beteiligt, dass man halt sagt, das und das machen wir, das und das machen wir nicht. Und so haben wir so mit unserem Team zusammen auch so die ID von der Brand über die letzten Jahre so ein bisschen aufbauen können, dass wir diese anatomischen Linien und so weiter, ich kann dir das auch gerne mal zeigen, haben wir da angefangen, einfach so uns optische Merkmale einfach so zu machen bei den Klamotten. Woher nimmst du die Zeit? Das ist ja mega zeitaufwendig. Du musst ja Winterkollektion, Sommerkollektion, dann das ist ja Qualität gucken. Jetzt das ist eine Lederjacke, was du anhast. Ja. Lederqualität, wie ist sie? Passt sie von der Farbe so, wie ich mir das vorstelle? Ich glaube, ich empfinde das als extrem zeitaufwendig, aber du machst ja noch so viel nebenbei. Wie schaffst du das? Ja, also erstmal natürlich, ich habe auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Team, ne, die mir da auch viel an Arbeit abnehmen, dass ich bei den wichtigen Sachen halt dabei bin, bei den Entscheidungen und so. Und dann kann ich mich auf den Rest konzentrieren. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass mir das auch in letzter Zeit oft auffällt, das Pensum ist aktuell wirklich sehr, sehr hoch, weil es kommt ja auch immer darauf an, man hat jetzt mit dem Modelabel ein Unternehmen, was wirklich in einer krassen Wachstumsphase ist. Ne? Wachstumsphase bedeutet immer viel Stress, viel was ansteht. Man verdient auch erstmal nichts, ne? Weil man ist halt immer wieder am Reinvestieren. Und drumherum noch die ganze YouTube-Geschichte. Wir haben ja jetzt auch noch ein neues Projekt mit Alle Jutzen. Ich weiß gar nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Ja klar, logisch. Ist auch nochmal ein zusätzliches Ding. Ich habe manchmal so ein bisschen Probleme, ein Projekt abzusagen auch. Aber irgendwo hat man dann halt doch Bock drauf, alles zu machen, weißt du. Und demnach, klar, ich bin auch nicht top organisiert. Ich muss auch noch meine Wege finden, wie ich das alles gescheit unter einen Hut bringe. Gerade merke ich auf jeden Fall, ich bin teilweise echt am Anschlag. Du weißt, wie es ist, wenn man dann echt viel hast du für dich selber ein Instrument oder wie kommst du runter? Wie schaltest du ab?
Tatsächlich hilft mir Training richtig viel dabei, Ah, okay. Sport. Und abends mal eine Runde zocken. Okay. Das, muss ich auch sagen, hilft mir auch mal ganz gut beim Abschalten. Weil du hast ja auch noch eine Freundin. Ich habe auch noch eine Freundin, ja. Das kommt ja auch noch Kommt auch dazu. noch dazu, Ja, ja. klar, klar. Also ist auf jeden Fall einiges, aber irgendwo hat man halt auch so die Motivation zu sagen, man will irgendwie mehr erreichen, man hat Bock irgendwie nach oben zu kommen so. Ja. Und dann sagst du halt, du machst das halt, ne? Klar, klar. Wo willst du in 5 Jahren sein? In 5 Jahren ich würde ganz gerne immer noch das Gleiche machen. Ich würde es nur gerne ein bisschen, ich glaube, man sagt jetzt, man würde es gerne entspannter machen, aber ich glaube nicht, dass es entspannter werden wird. Okay. So, weil es ist, glaube ich, immer so dieser Anspruch, den man hat, so ja, in 5 Jahren, da wirst du so, Das ist eine Typfrage. ja, ich will auf jeden Fall ein gutes Pensum haben, weil mit zu wenig Pensum ist es auch nicht geil. Man denkt nur immer, dass es geil wäre. Aber ich würde ganz gerne finanziell privat finanziell an einem besseren Punkt stehen. Da stehe ich gerade noch nicht so da, wie ich mir das vorstelle. Und ich würde ganz gerne einfach wirklich die Sachen, die ich gerade mache, einfach top-notch machen. Ich will nach oben. Ganz nach oben. Alter, jetzt ist jeder wach. Würdest du dein Fame gegen unendlich Geld tauschen? Das heißt, würdest du alles aufgeben, was du bisher aufgebaut hast, wenn einer sagt, hier hast du einen Scheck, blanko, kannst reinschreiben, was du willst, bis dein Lebensende, aber dafür ist alles, was du bisher dir aufgebaut hast, weg. Ey, das ist eine krasse Frage. Im ersten Moment würde ich wahrscheinlich gerade Ja sagen, aber ich habe das Gefühl, dass ich das bereuen würde, weil Die Frage habe ich auch Sascha gestellt. Ja, es ist bei mir ein bisschen eine deepere Frage, weil ich habe mein Leben lang so ein bisschen, ich habe viel Geld verdient, aber ich wurde oft auch abgezogen und habe für das, wie viel Geld ich in meinem Leben wahrscheinlich umgesetzt habe, relativ wenig auf dem Konto oder angespart so. Deswegen würde ich sagen, bin ich so bei dem Thema Geld so vielleicht ein bisschen empfindlicher. Aber ich glaube, die Sache, die ich mir so in der Öffentlichkeit aufgebaut habe, ich mache die ja jetzt schon seit ich 15 bin. Ich werde nächstes Jahr 30. Okay. Sprich, wenn ich 30 bin, mache ich die Hälfte von meinem Leben YouTube. Okay. Und es ist irgendwie zu meiner Person geworden. Also dieses in der Öffentlichkeit InScope sein und Nico Lazaridis als Privatperson, die sind so krass miteinander verbunden, dass ich glaube, dass wenn ich jetzt einfach nicht mehr InScope wäre, so mäßig, dass mir persönlichkeitstechnisch echt was fehlen würde. Okay. Also ob das jetzt gut ist oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es wirklich so ist. Ist das Ego? Es ist bestimmt auch viel Ego, ja. Also klar, irgendwie, ich bin es gewohnt, dass ich irgendwie in der Öffentlichkeit stehe, dass ich bekannt bin so. Und wenn das auf einmal so weg ist, wäre, glaube ich, schon komisch für mich. Okay. Sag ich ganz ehrlich. Okay. Aber Hamid, wollen wir ein bisschen über Autos reden? Machen wir gleich. Ich habe noch eine Frage, dann können wir gleich. Wie kommst du auf den Namen InScope? Oh, das ist die dümmste Geschichte. Ja, Man denkt immer so, da ist bestimmt eine krasse Story dahinter. Ja, Das kommt einfach ja. vom Zocken, Mann. InScope. Ach, echt jetzt? Ja. Damals, ich dachte so mit 15, weißt du, ja, ey, wie sollen wir jetzt, weil ich habe es damals noch mit einem Kollegen zusammen gemacht, den Kanal Pass auf Blitze. Ja. Ich sag so, wie sollen wir es nennen? InScope? Im Visier? Ja. Im Visier 21. Warum 21? 21. Jahrhundert. Manchmal sind die einfachsten Dinge so. Es ist kein besonderer Name, aber der ist es halt einfach, ne? Ja, was heißt kein besonderer Name? Du hast daraus eine Marke gemacht. Ja, aber die Story ist jetzt keine groß. Also, ich meine, bei Ola Kala ist auch keine krasse Story. So am Ende des Tages, früher, Sascha und ich haben immer alles klar in unseren Videos gerufen. Daraus wurde Merchandise und dann ist einfach alles klar auf Griechisch übersetzt, weil ich halb Grieche bin, in Ola Kala geworden. Okay. Das ist die Markenstory. Das ist keine Story, wo du dir so denkst, oh mein Gott, richtig krasses Konzept und wie ihr euch Gedanken gemacht habt und so. Ja. Es ist einfach ich und mein Werdegang, so der da drin steckt, so weißt du? Und daraus habe ich halt probiert, was aufzubauen. Ja klar, das wären auch die erfolgreichsten Sachen dann. Anstatt 10 Agenturen zu beauftragen, so sieht meine Marke aus, das ist die Altersgruppe, die ich ansprechen möchte und so weiter. Entwickelt mal einen schönen Namen für mich. Das hat ja halt, nichts damit- keine Historie. Ja, genau. Personality. So kannst du es so erklären und jeder weiß sofort, okay, alles klar, das hat echt was mit ihm zu tun. Weißt du? Ja, über Autos. Was möchtest du denn über Autos mit mir besprechen? Erzähl mal. Das ist eigentlich eine gute Frage, was ich jetzt mit dir über Autos besprechen wollte. Ja. Ich bin einfach nur, keine Ahnung, ich habe einfach immer nur so manchmal so den Drang, über Autos zu reden. Weil ich Wir das haben so doch mal eine Woche Autos getauscht. Oder 2 Wochen? Stimmt, ja, nee, eine Woche war es. Eine Woche war Ja, das. mal eine Woche. Da habe ich ja
Taycan genommen, wo ich ja ziemlich, ich habe es auch nur gemacht, sage ich dir jetzt, so wie es ist, weil ich in der Woche komplett auf Dreh war. Ist mir schon klar, dass du das deswegen gemacht hast. Das Auto stand nur in der Garage Ich bei war mir. dir trotzdem sehr dankbar, dass ich mal Bentley fahren durfte. Und dann haben wir ja getauscht. Und dann habe ich dich ja angerufen, dann bin ich ja irgendwie nach Köln oder Düsseldorf gefahren. Ich so, komm, ich fahre über Stuttgart, dann können wir wieder tauschen. Ja. Und dann habe ich gesagt, wie lade ich überhaupt das Auto auf? Da habe ich eine App rausgekriegt und so weiter. Dann habe ich das Auto aufgeladen bekommen. Und dann war die geilste Aussage von dir, ja komm, suchst du so ein Spezialer, wo ein Kabel dran hängt, Viertelstunde ist das Ding voll und dann fahr weiter. Ey, ich war da eine Dreiviertelstunde. Es war dunkel. Es war schweinekalt. Nicht so kalt, aber es war. Warum? Wie kommst du damit klar? Du fährst ein Elektroauto. Ey, also guck mal, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin wirklich ein ganz, ganz großer Porsche-Fanboy. Ja, Und ich finde auch den Taycan optisch richtig sexy. ja. Aber dieses Elektro, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich das sagen soll, okay? Aber nicht, versuch's ein bisschen dezenter auszudrücken. Okay, Ich also- kenn dich ja. ich muss wirklich sagen, Elektro hat mir einfach gezeigt, wie sehr ich Verbrennermotoren liebe. Ah, okay, sehr Hab ich's gut dezent. ausgedrückt? Ja, mega. Gut. Weil wir haben ja jetzt 18 oder 6:30 Uhr, weißt du? Das ist, bist du einer, der, wenn dir einer quer kommt, dass du ihn richtig so, also du bist ja nicht auf den Mund gefallen, dass du ihn mit 3 Sätzen so fertig machst, dass er eingepackt an der Seite liegt? Du meinst jetzt in der Konversation oder Genau, in der Konfrontation? genau. Nee, würde ich nicht machen. Ich bin immer jemand, ich probiere halt einfach irgendwie außer er fuckt mich halt ab. Ja, genau, das meine ich ja. Ja, wenn er mich abfuckt, dann probiere ich gute Argumente zu finden, wie ich ihn platt machen kann. Okay. Wenn mir keine einfallen, dann laber ich einfach irgendeine Scheiße. Okay, das ist auch gut. Ist das schon mal passiert? Also, dass ich wirklich mit einem so richtig aneinander geraten bin in der Öffentlichkeit. Ja. Also ich hatte natürlich auch meine geschäftlichen Beefs Ja, okay. mit ehemaligen Geschäftspartnern. Okay. Aber das war dann immer mehr so ein Statement gegen Statement-Ding. Ah, okay. Es wurde aber auch jetzt nicht ausfallend oder beleidigend. Okay. Ja, man hat halt da sein Statement abgedreht und Ja. dann war die Sache halt durch. Sag mal, du bist ja seit so lange bei YouTube dabei. Wir haben ja in den letzten 20 Jahren haben wir erlebt, was gekommen ist und was wieder gegangen ist. Zum Beispiel Facebook ist nicht mehr so aktiv. Also Facebook war ja das Ding schlechthin. Und dann kam Snapchat. Weißt du noch Snapchat? Da spricht kaum mehr einer. Also ich habe kein Snapchat-Konto. Dann kam was kommt nach YouTube? Was meinst du? Naja, YouTube hat das alles ja überlebt, sagen wir es mal so. Ich muss sagen, also Facebook ist ja mittlerweile Meta, die haben ja Instagram gekauft. Das ist deren bester Move wahrscheinlich gewesen. Aber ich muss sagen, YouTube ist halt, die haben halt aktuell eine krasse Monopolstellung und es müsste halt eine Plattform kommen, die irgendwas krasser oder wesentlich attraktiver macht als YouTube. Und aktuell muss ich sagen, ich habe an YouTube immer relativ wenig auszusetzen. Es gibt so immer so Social-Media-Plattformen, da kann man so sagen, ach, das machen die nicht gut, da wäre es mal geil, eine Konkurrenz zu haben. Aber bei YouTube irgendwie, was würdest du dir denn wünschen, was an YouTube anders wäre? Nee, gar nichts. Aber ich meine, irgendwann muss ja wieder was Neues kommen. Wir leben ja in einer Welt, TikTok ist auf einmal von nichts gefühlt gekommen. Ja, stimmt. Da war auf einmal TikTok da. Und Guckst du viel TikTok? nein, gar Ich nicht. habe es mir richtig abgewöhnt, TikTok zu gucken. Wieso? Ich finde es echt unglaublich ungesund. Ja. Ich finde es wirklich, dieser Konsum, wie stumpf das einfach ist. Du setzt dich dahin, du willst ja gar nicht wie auf YouTube zum Beispiel. Ich sage jetzt, abends, ich sehe, Hamid hat ein neues Video hochgeladen. Geil, neuer Autocontent. So, ich setze mich abends richtig aktiv hin, ich gucke mir ein Autovideo an, weil ich Bock drauf habe. TikTok ist so, du machst das Ding auf und du lässt dich einfach nur mit irgendwas berieseln. Okay. So, was ist der Inhalt davon? Ja. Womit Ja, gehst ja, du nach ja, dem ja. Video raus, so weißt du, ich meine? Also nachdem du eine halbe Stunde TikTok guckst, womit gehst du raus? Fast mit nichts. Nichts, ja, genau. Und das ist halt schon echt, also da finde ich, drehst du im Kopf ein bisschen durch. Deswegen habe ich echt mir das abgewöhnt, das zu gucken. Hast du keinen TikTok-Account? Ich habe einen TikTok-Account, ich lade auch hoch, Ja. muss ich auch ganz ehrlich sagen. So klar, ich weiß natürlich auch, dass es mir was bringt, das hochzuladen, ne? Aber ich probiere wirklich selber so wenig wie es geht, diese Short-Formate zu gucken. Was ist dein Lieblingsgericht? Was isst du? Gute Frage. Wofür brennst du so Gute richtig? Übergangsfrage. Ja, wofür brennst du? Ganz ehrlich, aktuell immer so für so eine geile Bolognese.
Bolognese? Ja. Als Halbgrieche. Ey, ich esse kaum Ich hätte jetzt Griechisch. gedacht, ja komm, Viel zu Lammkotelett fettig. oder irgendwie sowas. Nee. Soll ich dir mal sagen, was richtig geil ist? Erzähl. Du nimmst ein Rinderfilet, Ja? jagst es durch einen Fleischwolf. Ja. Bei der Metzgerfrau, die guckt dich dann auch immer sehr, sehr korrekt an, weil die sich so denkt, warum jagt der Typ das Rinderfilet durch den Fleischwolf? Achso, okay. Aber dann nimmst du das, okay, Low-Fat-Fleisch, Ja. wohlschmeckend, Ja. machst es in die Pfanne, machst eine Bolognese draus mit Vollkornnudeln, dann hast du schön niedrige Fette, eine schöne gesunde Fitnessmahlzeit mit ein bisschen Gemüse dazu. Super. Kochen musst du auch. Natürlich. Ich koche mir das selber. Nächstes Jahr Inscope Kochbuch. Ey, ich koche wirklich gerne. Kochst du nicht gerne? Ich koche extremst gerne. Mit einer Dame zusammen? Ich koche, zurzeit habe ich keine Dame, aber bei Bauer sucht Frau bin ich Ja, dabei. dann Ich bin dabei. offizieller Aufruf an Hamid hier. Nein, ich bin echt bei Bauer sucht Frau dabei. Nächstes Jahr. Im März fangen wir mit dem Dreh an. Du verarschst mich. Nein, echt. Natürlich nicht. Ja, ich dachte gerade. Ja, ich schwöre, das ist jetzt die Wahrheit gewesen. An alle attraktiven Damen, die hier gerade zuschauen, ich denke, es werden sehr viele sein. Meldet euch gerne bei Hamid, er ist noch auf der Suche. Junger, Ja, attraktiver genau. Unternehmertyp. Ihr macht nichts falsch damit. Nein, aber ich koche extremst gerne, um darauf zurückzukommen. Ich komme beim Kochen richtig runter und vor allem dadurch, genauso wie du ja, ich bin ja fast immer unterwegs und ich kann Stimmt, bei ja. allen Respekt, Gott soll mir verzeihen, dass ich das sage, aber dieses Restaurantessen immer wieder. Ich bin froh, wenn ich zu Hause einkaufen gehe und das koche, was ich selber zubereitet habe. Ja, Verstehst du, was ich meine? Salat kaufen, selber zubereiten. Eine ganz andere Qualität. Ich koche ich mache sehr gerne Fischgerichte, Ich grille sehr gerne, aber auch persisch koche ich das sehr ist auch sehr gerne. geil. Ne? Zwar nie auf dem Niveau, was jetzt natürlich nicht meine Mutter, aber auch so viele andere. Aber für mich selber ist es okay. Und dann esse ich das endlich mal, was zu Hause gemacht worden ist. Und nicht immer das Gleiche. Was möchten Sie trinken? Vorspeise, Nachspeise. Erstmal Brot mit Olivenöl und hin und her. Verstehst du, was ich meine? Ja, nee, aber selbstgekocht ist sowieso irgendwie immer anders, weil du weißt genau, was du da reingetan hast. Absolut. Du hast es selber gemacht, dann schmeckt Absolut. es irgendwie auch besser. Ne? Was kochst du denn am liebsten? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr simpel gestrickt und dadurch, dass ich halt auch so trainiere und so ein bisschen fitnessaffiner mich ernähre, bin ich echt super happy mit einfach Hähnchen, bisschen Reis oder Nudeln mit Gemüse. Ich mache dann immer noch ein bisschen Zitrone dran, ein paar Gewürze und dann bin ich happy. So, weißt du? Oder ich mache mir halt so eine Low-Fat-Bolo oder... Wie wichtig ist dir die Küche, wenn du dir eine Wohnung anschaust? Ja, die ist mir schon sehr wichtig. Ja? Ja. Okay. Also ich habe auch wirklich eine große Küche bei mir. Das ist mir schon... Ich bin auch wirklich mit meiner Freundin, wir kochen fast jeden Tag. Ah, schön. Schön. Warst du mal an einem Punkt, wo es dir psychisch so schlecht ging, wo du sagtest, ey, ich habe keinen Bock mehr auf dieses ganze Mediale, ich will jetzt aufhören, ich habe keinen Bock mehr? Druck. Dass ich sage, ich habe keinen Bock mehr, also dass ich komplett aufhöre, würde ich nicht sagen. Es ist nur manchmal wirklich so, zum Beispiel jetzt ist auch wirklich gerade so eine Phase, die ist echt hart, die ist echt tough so, weil es bleiben halt auch so ein bisschen die Erfolgsmomente aus, weil du gibst rein, du probierst wirklich dein allerbestes und es ist aber nicht so dieser, man erwischt sich ja immer so dieses, du gibst rein und hast instant, Vorsicht davon, das ist ein Blitz, bleib mal auf der Spur hier, Achso, okay. weil du musst jetzt hier gleich einmal wenden und Okay, zurück. alles klar. Ist 40, ne? Ja, ich fahre die ganze Zeit nur 40. Okay. Gut. Man will was machen und du willst eigentlich direkt dafür das Erfolgserlebnis haben, um zu merken, ey geil, das habe ich gut gemacht, so kann ich weitermachen. Aber es gibt halt wirklich manchmal diese Phase und gerade ist so eine Phase, du machst und dieses Erfolgserlebnis, das bleibt einfach so aus, weißt du? So, es kommt noch nicht. Und das ist dann, muss ich sagen, ich mache die Erfahrung gerade auch wirklich so ein bisschen zum ersten Mal, so dieses Unternehmerische, wo man sich halt committet zu sagen, ey, wir ziehen das durch und wir schrecken nicht wie 80% der Leute nach dem ersten Rückschlag zurück und machen dann was anderes, sondern wir bleiben halt dran und machen weiter, ziehen das durch, damit wir halt die Besten darin werden. Verstehe. Und das ist gerade so die Phase, da nehme ich gerade auch wirklich für mich persönlich viel mit, ich lerne viel gerade, was das angeht. Aber ja, ich freue mich immer über alles, was ich positiv mitnehmen kann und woran ich halt wachse. Auch wenn es nicht einfach ist. Ja, das ist aber normal. Wenn das einfach wäre, würde das ja jeder machen. Würde das jeder machen, ja. So ist es. Kannst du einem Jugendlichen gerade dazu raten, das zu machen, was du die letzten 13 Jahre gemacht hast? Also ich muss sagen, ich
habe schon echt die ein oder andere so Kackerfahrung für mich, wo ich auch zwischenzeitlich dachte so, könnte ich das rückgängig machen, würde ich sofort machen. Was denn zum Beispiel? Hat Auswahl von Geschäftspartnern Okay. und sich so mal rippen lassen. Hier muss eins links rüber. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, dadurch, dass ich so einmal wirklich abgezogen wurde, hat mir so viel Erfahrung gegeben, so viel. Ich gucke mittlerweile, wenn jemand so zum Beispiel mit mir redet oder irgendwas Geschäftliches will, kann ich mittlerweile so relativ schnell so bemerken, so will der wirklich was so mit mir aufbauen oder ist es so eine andere Geschichte und der will irgendwie sich einfach selber nur bereichern? Profitieren. Ja, genau, oder wenn es halt einfach kein geiles Business ist. Klar, bestimmt bin ich da jetzt auch nicht der Beste drin, aber ich habe da echt viel lernen können. Und deswegen, ich denke, dass Negativerfahrungen, vor allem auch in dem Bereich, ultra wichtig sind, um daran zu wachsen. Man darf sich da nicht kaputt machen selber, man darf sich da nicht selber so krass verurteilen, dass man aufhört. Man muss es wirklich als strenges Life-Learning mitnehmen. Hast du an dir selber gezweifelt dann? Komplett, natürlich. Okay. Extrem, Alter. Ich habe so gedacht, ich bin der größte Idiot. Ich habe nichts auf dem Kasten, das alles nichts gebracht so. Aber ich glaube sogar, das ist noch wichtiger. Ich tue jetzt hier so, als wäre ich so Life-Coach, ne? Aber ich finde wirklich, das Allerwichtigste ist dieses Durchziehen, dieses Weitermachen. Egal was passiert ist, einfach wieder weitermachen. Selbst wenn du warst mal zum Beispiel hier und warst mal richtig krass und plötzlich bist du wieder hier und du musst aber trotzdem weitermachen. So dieses Knowledge, was du hier mitgenommen hast, wird dir auf dem Weg nach noch höher auf jeden Fall verhelfen. Okay. Also dieses konstant am Ball bleiben, 13 Jahre YouTube, irgendwann vielleicht 13 Jahre im Klamottengeschäft. Du wirst einfach mehr wissen, als die es erst seit 5 Jahren machen. Das ist Klar, so. das ist so. Liest du dir deine Kommentare und deine Instagram-Nachrichten alle durch? Das heißt, wenn dich einer anschreibt, ich lese mir tatsächlich schon sehr, sehr viel durch. Ja? Also Okay. ich gucke schon immer so, wie sind die Reaktionen von den Leuten, gerade auch so auf Instagram. Ich bleib hier. achso, okay. Gerade auch so auf Instagram-Stories und alles gucke ich mir schon sehr, sehr viel an. Ja? Okay. Du auch, oder? Ja, klar. Das klar. muss Aber man machst du wissen. dein Instagram komplett selber? Ja, ja. Ach, komplett selber? Ja, ich probiere Instagram auch so relativ persönlich zu halten. Verstehe. Weil ich finde es angenehm, so den direkten Austausch so mit den Leuten immer zu haben. Weißt Okay, okay. Das ist selten, wenn einer so viele Follower hat wie du. Du? Hier rechts rüber. Wirklich? Ja. Hier rechts rein? Nee. Achso, okay. Das ist mega selten. Du hast 2 Millionen Follower, Mann. Ja, aber keine Ahnung, das baut irgendwie, das ist auch wegen der Frage von vorhin, mit dem, wenn man es mir wegnehmen würde, ist ein Teil meiner Person. Okay, okay. Und deswegen mache ich das auch einfach super gerne selber. Du hast ja deine Freundin jetzt, ihr seid ja fest zusammen. Ja. Plant ihr was? Nächstes Jahr 30. bin ich natürlich eingeladen, ne? Oder? Ja. Also ich würde wirklich Ich habe feiern. mich jetzt selber eingeladen, aber Ja, lädst doch, du mich ich- auch ein zu deinem Ich Geburtstag? würde dich dann tatsächlich einladen. Aber wie lädst du mich dann ein? Per E-Mail, per Instagram oder schickst du mir schön Post nach Hause? Wie machst Ich du- würde dir was hast so du einen geplant? Driver schicken mit Okay. so einem Bentley Flying Spur. Ah, geil. Du So, der mit deinem steigt Flying hinten. Spur, ey. Das ist unglaublich. Ich habe es mir wieder anders überlegt. Ne? Ich habe doch gemerkt, der ist es nicht. Ja, Der Flying ach so, Spur, der ach ist so. es nicht. Aber der sieht schon geil aus, muss ich sagen. Oh Mann, wenn ich hier unser WhatsApp-Verlauf mal zeigen könnte oder die Sprachnachricht. Ja, mit der Flying Spur. Vergiss es, Mann. Was willst du in einen Flying Spur mit 29? Was willst du da drin? Nein, aber der ist so, dann versuchst du mich noch dazu überreden, wo ich sage, nein, das Auto ist nichts für dich. Weißt du? Du sagst auch, dass ein 911er nicht für mich ist. Nein, natürlich nicht. Als Daily Auto. Okay, finde warte, ich will es nicht. jetzt kurz offiziell einmal aufrufen. Ich brauche Hamid bitte als Beratung, um einen neuen Daily zu finden. Wir Ja. haben bis Juni nächstes Jahr Zeit, okay? Genau. Bitte such mir einen raus, der zu mir Auf passt. jeden Fall. Okay, Und wir werden euch mitnehmen. Bitte, Ne? das würde mich freuen. Wo hast du deine Freundin kennengelernt? Auf Instagram. Nein. Ernsthaft? Ja. Krass. Ja, das ist eine lustige Geschichte. Würdest du uns erzählen oder? Die ist auch öffentlich, ich weiß nur nicht, ob du die hören willst. Erzähl, klar. Ja, sie war bei einer Freundin, da lief ein Video von mir, dann Ja. hat sie so dazu getwerkt Ja. und ich dachte so, was geht denn jetzt ab? Ja. Du bist falsch gefahren. Ich egal. weiß aber egal. Ja. Dann dachte ich so, was geht denn jetzt ab? Ich so, ja, ich schreibe die mal an. Dann haben wir uns getroffen, dann hatten wir uns miteinander. Ich dachte so, jo, das ist halt so eine einmalige Geschichte, ne? Ja. Und dann haben wir aber gemerkt, Moment mal kurz, da ist ja schon nochmal irgendwie das Bedürfnis da, sich öfter mal zu sehen. Ja. Und dann haben wir echt Gefallen aneinander gefunden und dann sind wir zusammengekommen. Krass. Ja? Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Wir sind jetzt seit knapp 2 Jahren. Schön. Ja, ich hätte es auch nicht von mir erwartet tatsächlich. Du bist ein seriöser Typ geworden. Ja, ich bin auch echt überrascht von mir. Das ist doch krass, Alter. Das ist ja. Wie nennen dich deine Kumpels? Nico. Nico.
Ich kenne dich als Lazzo. Ich finde es voll komisch, dass du mich Lazzo nennst. Ja, du hast mir so deine Nummer geschickt. Wie? Wir haben ja erstmal über Instagram geschrieben. Zack, 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 Ja, zack, ja. zack. Und dann haben wir die Nummern ausgetauscht. Ach so, und da ich und wenn auch ich, dann auf WhatsApp Lazzo. wenn ich dann dich speichere, Ah, da kommt Lazzo. Lazzo. Ah, okay, ja, Lazzo ist eine Abkürzung von meinem Nachnamen. Aber Lazzo nennen mich die allerwenigsten. Also Echt? wirklich eigentlich nur so meine engsten Leute nennen mich Lazzo. Krass. Ja, das ist echt krass. Ich dachte so, Alter, du nennst mich einfach Lazzo, Digga, was geht? Ja, das ist ja krass. Cool, Mann. Ich sag dir jetzt was so, und ohne Überlegen Ja. gibst du mir ein Ergebnis. Ja, Kino oder Theater? Kino. Klassische Musik oder Hausmusik? Haus. Aber schwierig. Ja, guck mal, du sollst einfach nur Okay, sorry. Haus. Haus. BMW oder Mercedes? Oh, du sollst sofort mir eine Antwort geben. Oh mein Gott! Oh. Mercedes von vor 10 Jahren? Nein, BMW oder Mercedes, egal. Oh, wie Scheiße, Mann! Ja, Mercedes. Stuttgart oder München? München. Winter oder Sommer? Sommer. Das ging aber schnell. Ja, die anderen, die waren leicht. Digga, Ja. Mercedes oder BMW? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich liebe Mercedes, wirklich, Ja, okay? ja. Aber was machen die gerade? Was machen die denn? Komm. C63 Vierzylinder? Was ist hier los? Wie viele E-Motoren sollen wir noch bauen, Leute? Ja, aber Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. du fährst ja einen Porsche als Daily. Ja. Ohne Verbrenner. Ohne Motor. Ja. Also ohne Verbrennermotor. Und wie gesagt, ich habe gemerkt, wie schön der Verbrenner ist in der Zeit. Ich habe mich, das war Detox. Das war Verbrenner-Detox für mich. Ja? Oh, ja, und jetzt wird es wieder Zeit für den Verbrenner. Den wir zusammen herausfinden werden. Das wird eine Riesenherausforderung. Weil du bist ein Kategorie Kunde, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, bei dir würde ich sagen, mindestens 15 Espresso auf dich. Mindestens. Mindestens. Es ist so kompliziert. Ja, bist als du- ob es nicht viel kompliziertere Kunden als mich gibt. Komm bitte. Du springst auf einmal von 911 auf Bentley, vom Bentley auf was weiß ich was. Das sind Sprünge, wo ich einfach sage, ey, was geht jetzt hier ab? Wenn ich vom Bentley auf Aston Martin springe, okay, da sage ich, okay, ja gut. Ne? Oder vom Panamera Ja, der auf... Sprung war schon komisch. Der Sprung war schon echt heftig. Soll ich hier rechts? Links? Ja. Der war schon heftig, Mann. Ja, was soll ich sagen? Du hast mich infiltriert mit Bentley. Ich dachte so, ja, und du hast recht. Und dann habe ich aber auch einfach so gemerkt, scheiße, Mann, Bentley ist einfach doppelt so teuer. Und dann dachte ich so, 911er. 911er. Ich dachte einmal so kurz M3, Ja. Oh. aber dann, nee, dann doch wieder 911er. Würdest du gerne auch mal in TV sein? Oder hast du mal probiert? Ich war schon mal, ich war mal bei Kai Pflaume. Mhm. Ja, und ich werde wahrscheinlich dann demnächst mal zu DSDS gehen. Nein. Nein, weiß ich nicht. Kannst du singen? Weiß nicht, ich habe neulich ein paar TikToks aufgenommen, da haben ein paar Leute geschrieben, dass ich singen kann. Aber es ist mir immer ein bisschen unangenehm zu singen. Sing mal was. Nee. Bitte. Nein. Komm. Nein. Geradeaus? Ja, geradeaus. Bitte. Nein, was soll ich denn jetzt singen? Ja, das, was du TikTok gesungen hast. Nee. Komm. Wenn ich jetzt wieder singe, dann treffe ich wieder den Ton nicht. Doch, triffst du, komm. Ich habe Caught in a Bad Romance gesungen von, Okay, komm. von wem noch? Von Lady Gaga. Okay. Nur eine kurze Strophe. Ey, Digga, ich kann jetzt nicht singen. Komm bitte. Aber du sitzt hier, wir sitzen zu zweit im Auto, als ob ich jetzt was vorsinge. Nein, wir Digga. sitzen noch nicht zu zweit. Wir haben alle bei uns. Warte, ich muss ganz kurz antesten. Caught in a bad romance. Hört sich nicht schlecht an. Aber da würde ich bei dir würde ich Voice gehen. The Voice. Ich gehe da nicht hin. Warum? Was will ich denn da? Einfach aus Als ob ich mich auf die Bühne stelle und sage, aber mein Name ist Nico. deine Stimme ist jetzt echt nicht schlecht. Also Dieter, ich würde dir gerne was vorsingen. ich bin mal gespannt, was Dieter dazu sagt. Da wird gar nichts dazu sagen, weil ich nicht hingehe. Nee, aber ich muss sagen, hin und wieder singe ich ganz gerne, aber es ist mir irgendwie einfach alles zu peinlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, da irgendwie, ich weiß nicht warum. Ja, aber YouTube fangen auch so an. Erstmal hast du 2 Jahre ohne dich zu zeigen gemacht und dann hast du dich irgendwann mal gezeigt. Vielleicht ist das beim Singen genauso. Ja, lass uns das Thema Singen abschließen. Kommen wir zurück zum Daily.
Du mit deinem Daily. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Jetzt mal ganz kurz, mich würde es wirklich interessieren, auch was die Leute sagen, okay? Ich weiß gar nicht, ob du das noch alles mit reinnimmst, Ja, aber klar. einen Daily zu finden, ich bin kein SUV-Fan. Und wenn SUV, dann Urus, aber viel zu teuer. Kann ich mir nicht leisten, sage ich ganz ehrlich. Kein SUV als Daily, ein Sportwagen, der aber trotzdem noch irgendwo, also wenn ich jetzt einen 458 im Daily fahre mit Heckantrieb, vergiss es. Bevor du aussprichst, darf ich einfach sagen, was für ein Auto für dich am besten ist? Sag es. Ein GT. Irgendein GT. Ein Gran Turismo. Das ist genau dein Auto. Du hast mir eben ein GT beschrieben. Es ist eine Art Sportwagen. Es hat Platz, weil du brauchst ja auch ein bisschen Platz. Ja? Ne? Es hat Platz. Es hat alles so. Haben meistens schöne Designs. Und du brauchst ein GT. Du brauchst ein GT als Daily-Auto. Ach, du meinst den 911 Turbo S? Der macht mich fertig, ey. Der macht mich echt fertig. Wenn du unbedingt den Turbo S haben möchtest, können wir dir auch einen Turbo S besorgen. Ja, es ist ja schon klar, dass ich dann am Ende entscheide. Ja, das ist ja so klar. ein bisschen komisch. Das ist ja klar. Aber ich lasse mich auch gerne noch so ein bisschen belabern, weißt du? Ja, ich habe ja eine Idee, aber das Auto schaue ich mir erst demnächst an. Der wird ganz... Sound, ja. Wobei Sound bei den neueren Fahrzeugen ja immer wieder schlimmer ist. Gerade das Auto, was wir hier fahren, hat mit der gleichen Motorisierung, hat für 3 Kontinente verschiedene PS-Zahlen. Weil die, je nachdem, wo das Auto hinkommt, Europa so viel Autopartikelfilter, Asien so viel, Amerika gar nicht, gib ihn einfach. Weißt du, was ich meine? Wie ist denn ein Sauger? Das ist ein Sauger, ja. Geil. Das ist ein Sauger. Und, aber soundtechnisch mit deutschen Fahrzeugen wird es immer schlimmer, weil die Hersteller dürfen gar nicht mehr. Die dürfen anders gar nicht. Das, weißt du, das ist dann illegal. Das geht nicht. Ja, das muss ich schon sagen, finde ich echt schade. Ich muss zwar sagen, dass ich nicht ganz verstehe, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal den neuen SL soundtechnisch vergleiche, ist ja ein 8-Zylinder mit zum Beispiel einem Ferrari, der rauskommt. Ich weiß nicht, ob das auflagetechnisch irgendwelche Unterschiede macht, wie laut die dann sein dürfen oder keine Ahnung, wie viel Ausstoß die haben dürfen. Aber es ist ja zum Beispiel viel leiser. Ja, du kannst aber Mercedes und Ferrari nicht vergleichen. Mercedes ist ein Riesenkonzern, Ferrari inzwischen auch, aber die Produktionszahl ist so niedrig im Gegensatz zu Mercedes. Mercedes muss dementsprechend so viel 8-Zylinder, die sie rausbringen, dementsprechend so viel mit Elektromotor und so weiter wieder ausgleichen. Ja, aber das spielt ja nicht, was spielt das für eine Rolle beim, wie laut das Auto ist? Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Ja gut, laut bedeutet ja so wenig wie möglich Filter. Und dementsprechend kommen da hinten auch ganz andere Abgaswerte Ach so, okay. Raus. Okay. Und darum geht es ja. Okay. Ne? Ja, Das gut. ist einfach so. So, wir sind am Ende. Du kannst hier direkt den Turnaround machen. Turnaround. Sprichst du gerne Englisch? Ich probiere immer wieder so mein Englisch so gut wie möglich zu halten. So if you would like to continue in English, it's no problem for me. So we can talk about everything. We can maybe talk about the daily whip. Weil weißt du warum? Weil wenn du einen Channel auf Englisch machst, da hast ja die ganze Welt als Reichweite. Ja, das Stell ist dir schon mal vor. nice. Kennst du Schäfchen? Nee, Du kennst nicht Schäfchen? nee. Komm schon, Hamid. Nein, kenn ich nicht. Du musst doch in der Autobubble musst du doch informiert sein. Jetzt, entweder verarschst du mich oder ich sag mal, gibt's den echt? Ja, ist ein YouTuber aus Österreich. Okay. Der macht so relativ crazy Videos. Der geht so mit, keine Ahnung, der GT3 S, M3 und so, geht auf die Rennstrecke oder fährt Autobahn, ballert ein bisschen rum und so. Und der spricht auch Englisch, ist aber aus Österreich. Okay. Und der ist eigentlich auch ganz cool. Da hast du natürlich eine ganz andere Reichweite. Hast Ja, die ja. ganze Welt als Das ist Reichweite. krass. Also ja. internationaler Content so. Mittlerweile merkt man es halt. Ne? Früher war es so ein bisschen scheißegal, aber mittlerweile, du siehst, ja, wenn du halt Englisch quatschst. Geradeaus, oder? Ja, geradeaus. Wenn du Englisch quatschst, ey, da bedienst du halt gefühlt das 15- bis 20-fache Publikum. Absolut. Was steht heute noch bei dir an? Ja, ich gehe jetzt ins Fitness. Hey, Vita, ich dachte, wir gehen erstmal einen Espresso trinken Ja, können wir doch machen. und danach ins Fitness. Ja. Weil ich muss ja noch zurück nach München. Ja, das in München ist doch entspannt. Ja, Ist jetzt auch total. noch nicht so spät. Und dadurch, dass ich keinen Taycan fahre, muss ich auch nicht 3-mal laden. Der musste jetzt sein, Mann. Der musste jetzt auch mal richtig sein. Das ging nicht anders. Fitness und dann? Und dann heim zu meiner Freundin und ja, dann heute Abend mal ein bisschen chillen. Schön. Und Wochenende? Wochenende morgen muss ich nach Bonn. Mhm. Dann Samstag bin ich zurück, muss ich drehen. Mhm. Sonntag muss ich auch drehen und schneiden.
Und Was machst du denn? Also drehen? Hast du einen Kameramann dann? Oder? nee, ich drehe meine Videos eigentlich alle allein. Okay. So Auf dem Stativ oder was? ja, genau. Ach so. Einfach so mein Ding und dann drehe ich mein Zeug da ab. Schneidest du gerne? Das Schneiden ist wirklich einer der geilsten Sachen an dem Ganzen. Krass. Das ist vor allem, weil du holst, guck mal, jetzt zum Beispiel in so einem Talk wie hier, ne? Man kann es cool zusammenschneiden, so da ist der Schnitt auf jeden Fall wichtig, keine Frage. Dass es auch so einen gewissen Pace hat. Aber ich sag dir, bei so Videos wie bei mir auf dem Hauptchannel, ich sag was, ich drehe was, es ist im ersten Moment voll langweilig. Ich schneide aber das und das so und so noch dazu, schneide noch den Clip da rein und baue den noch irgendwie so um und auf einmal ist was ganz anderes bei rausgekommen. Also man kann in den Schnitt so unfassbar viel rausholen. Wie lange sitzt du an so einem Schnitt? Geht mittlerweile, aber ich mache das schon so lange, ich bin so eingegroovt, du musst hier links runter. 2-3 Stunden? Ach so, das ist ja echt. Wie viele Minuten holst du da raus? 5, 6. Ach so. Schneidest du mit Premiere oder DaVinci? Mit Sony Vegas. Was ist denn Sony Vegas? Dafür werde ich auch mies weggehatet, weil das ist ein absolutes Scheißprogramm. Ja? Aber ich schneide damit halt seitdem ich halt begonnen habe. Ne? Ach so, okay. Und da gibt es noch Updates für? Da gibt es tatsächlich auch noch Updates für. Ja, cool, krass. Okay, hier sind wir. Ach, perfekt. Super, mein Lieber. Dann haben wir es. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich danke dir, War Hamid. echt mega interessant. Ich fand es auch einen sehr nice Talk. Und wir halten euch auf dem Laufenden, wenn ich ein Daily gefunden habe. Aber ich sag's euch, ich glaube, dann hat mein Bentley schon Haarkennzeichen. Du weißt, ab 30 bekommen sie ein Haarkennzeichen. Das kann echt eine gute Weile dauern. Da müssen einige Espressos noch, glaube ich, fließen. Definitiv. Wir beide gehen noch einen Espresso trinken. Euch vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nächste Woche Mittwoch, 18:18 Uhr gibt es die nächste Folge. Vielen Dank. Danke dir, Hamid, für die Einladung. Macht's gut, Leute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Supporte das Format hier, finde ich wirklich sehr, sehr geil, dass Vielen du das Dank. machst. Dankeschön. In diesem Sinne, danke für die Einladung. Haut rein, Leute. Lasst euch gut gehen. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis nächste Woche bei Podcast bei Hamid TaylorMade.